Hallo meine geliebten Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin, die euch Tipps zu diesem Thema geben sollte. Aber ich glaube, ich habe aus meinen Fehlern gelernt und deswegen möchte ich es trotzdem mit euch teilen. Und zwar geht es in diesem Video um das Thema Kofferpacken fürs Auslandsjahr. Ganz egal, ob ihr jetzt bald euer Au-pair-Jahr startet oder ob ihr euer Highschool-Auslandsjahr startet. Ich glaube, das stresst viele Austauschschüler sehr, obwohl es eigentlich gar nicht so stressig im Endeffekt ist, wenn man weiß, was man packen sollte, was man zu Hause lassen sollte. Das wird jetzt nicht so eine richtige Packliste, sondern eher so Kleinigkeiten, an die ihr denken solltet, wenn ihr halt euren Koffer dann anfangt zu packen. Lasst mich außerdem mal wissen, wie ihr das Intro am Anfang fandet. Ich dachte mir heute mal so, ich möchte mal was anderes ausprobieren. Deswegen habe ich mal so ein kleines Intro probiert, weil sonst fange ich die Videos ja einfach immer nur an. Ja, schreibt mir mal, wie ihr das findet. Ansonsten könnt ihr gerne in die Kommentare auch eure Tipps oder Erfahrungen schreiben, falls ich irgendwelche Sachen vergessen habe. Und ja, dann können wir uns alle das Leben erleichtern. Viele sind ja ein bisschen überfordert, was Klamotten angeht, was man mitnehmen sollte und was nicht. Meistens startet man sein Auslandsjahr im Sommer. Das heißt, ich würde euch raten, keine Winterklamotten mitzunehmen. Keine Winterjacke, keine Winterboots, keine Handschuhe, keine Mützen, keine Schals und sowas. Das heißt, wenn ihr im Sommer hinfliegt, achtet eher darauf, ein paar Basic-Sommersachen mitzunehmen, sage ich mal. Natürlich nicht euren ganzen Kleiderschrank, aber ein paar Sachen braucht ihr halt für die ersten Wochen. Da solltet ihr aber auch nicht überpacken, weil ihr glaubt gar nicht, wie schnell sich die ersten Klamotten ansammeln. Ich wette mit euch, innerhalb der ersten Woche werdet ihr schon shoppen gehen in eurem Gastland und euch erstmal eindecken, weil die Klamotten da halt natürlich ganz anders aussehen als die Klamotten, die es hier in Deutschland gibt. Wenn ihr mit einer Organisation fliegt, da kriegt ihr ja auch 1000 Shirts. Also wir haben Orientation Days zum Beispiel auch nochmal Shirts gekriegt. Wir haben vor dem Auslandsjahr in Deutschland haben wir Shirts gekriegt. Von eurer Highschool aus werdet ihr auch 1000 Shirts kriegen. Das heißt, da häuft sich in der ersten Zeit ganz schön viel an. Und achtet darauf, dass die Klamotten vielleicht auch ein bisschen zu dem Dresscode eurer Schule passen. Ihr kriegt dann ja immer vorher schon den Namen von der Schule, das heißt, da könnt ihr auf der Webseite gucken. Und bei meiner Schule war das nämlich so, dass die quasi diese Kleiderordnung auch auf der Webseite hatten. Da konnte ich vorher schon mal gucken und wusste, was ich nicht anziehen darf quasi und habe da beim Packen schon ein bisschen drauf geachtet. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer eure Gastfamilie fragen, was den Dresscode angeht. Die wissen da ja auch Bescheid. Nochmal zum Thema Orientation Days, falls ihr sowas macht, bevor ihr in eure Gastfamilie fliegt. Bei mir war das ja damals so, dass wir 3 Tage in New York waren und dann sind wir alle in unsere Gastfamilien geflogen. Nochmal zum Thema Orientation Days. Das sage ich auch immer bei den Vorbereitungstreffen und so habe ich das früher auch gemacht. Die Sachen, die ihr bei den Orientation Days tragen wollt, packt die ganz oben auf den Koffer. Das heißt, wahrscheinlich werdet ihr ja auch Shirts kriegen, darum müsst ihr euch dann schon mal nicht kümmern, aber dass ihr irgendwie Jeans-Shorts oder eine normale Jeans oder sowas euch aussucht und vielleicht ein paar Sneaker, die ihr vielleicht auf dem Flug auch schon anzieht, dass ihr euch die Sachen, die ihr da braucht und natürlich auch einmal Schlafsachen schon nach oben in den Koffer packt, weil bei den Orientation Days, da werdet ihr keine Zeit haben, euren Koffer komplett einmal umzuwühlen oder neu einzupacken und neu zu ordnen. Legt die Sachen schon nach oben, das heißt, wenn ihr dann ankommt, müsst ihr den Koffer nur aufmachen und habt die Klamotten schon gleich oben und müsst nicht den ganzen Koffer durchwühlen. Und außerdem solltet ihr bei den Orientation Days nicht beim Shoppen ausrasten. Ich verspreche euch, alle Läden, die es da auf dem Times Square gibt, die gibt es auch in den großen Städten in den USA überall verteilt. Was auch immer gut ist, jetzt nicht nur fürs Auslandsjahr generell, wenn ihr irgendwie am Reisen seid oder so und fliegen müsst, in euer Handgepäck quasi ein extra Outfit zu packen. Einmal ein Shirt und eine Hose irgendwie und ein paar extra Socken und Unterwäsche und sowas, weil es kann natürlich immer sein, dass euer Koffer irgendwie verloren geht oder später ankommt oder so. Deswegen solltet ihr ein extra Paar Wechselklamotten vielleicht im Handgepäck haben, nur für den Fall der Fälle. Und generell alles, was euch wichtig ist, zum Beispiel so Sachen wie Kamera oder Laptop, solche Sachen habe ich immer im Handgepäck und habe die nicht im Koffer. Weil manchmal ist es ja auch so, dass die den Koffer da total scheiße behandeln und der wird durch den ganzen Flughafen gefühlt geworfen oder sowas. Und euer Abschiedsbuch, weil das werdet ihr im Flieger ja lesen. Ja, das habe ich eben schon gesagt. Der nächste Punkt ist Klamotten auf das Minimum.
reduzieren, in Klammern Grundausstattung habe ich geschrieben. Damit meine ich halt die ganzen Basic-Sachen und so, ein paar Jeans, was auch gut ist, zum Beispiel ein Paar Sneaker oder Turnschuhe, je nachdem, und vielleicht ein Paar hohe Schuhe oder so. Oder vielleicht auch noch Flipflops oder sowas. Ja, versucht wirklich so weit wie es geht von dieser Kilogramm-Grenze für euren Koffer fernzubleiben. Ja, weil in einem Jahr, Auslandsjahr, da sammelt sich richtig viel an. Nicht nur Sachen an Klamotten, sondern auch Deko und so solche Sachen. Solche Sachen wie Haarglätter und Föhn oder Lockenstab oder sowas, das könnt ihr zu Hause lassen. Zum einen kriegt ihr die da bei Target richtig billig, da kriegt ihr irgendwie einen Föhn für $10 oder sowas. Eure Gastfamilie hat solche Sachen ja auch, das könnt ihr vielleicht auch benutzen, aber ich wollte mir halt selber für mich was kaufen, damit ich es halt immer griffbereit habe. Dann ist noch wichtig für eure ganze Technik, die ihr mitnimmt, dass ihr einen Adapter nicht vergesst, weil in Amerika oder ja, generell in anderen Ländern, kommt ja auch immer drauf an, wo ihr hinfliegt, sind die Steckdosen ja ganz anders. Und unsere deutschen Steckdosen, was wollte ich jetzt sagen? Vergesst einfach keinen Adapter, damit ihr eure Sachen aus Deutschland mit den deutschen Ladekabeln und so weiter auch aufladen könnt. Weil sonst steht ihr nämlich nachher blöd da. Und ich meine, Handy aufladen und Laptop aufladen und Kamera aufladen sind ja quasi die wichtigsten Sachen. Dann habe ich noch aufgeschrieben, an eure Gastgeschenke solltet ihr natürlich denken für eure Gastfamilie. Ich habe das alles in den Koffer gepackt. Genau. Da sollte man eigentlich nur beachten, ich würde euch jetzt nicht empfehlen, Schokolade mitzunehmen, weil das schmilzt halt und wenn das da irgendwie, weiß ich nicht, noch während den Orientation Days im Koffer die ganze Zeit rumliegt und sowas. Das ist halt nicht so toll. Aufpassen, dass die nicht kaputt gehen natürlich. Also ich habe meine auch noch mal ein bisschen einmal eingewickelt in meinen Klamotten und sowas. Dann werden sich ja über die Zeit ein paar Dokumente ansammeln. Egal was für eine Art Dokumente, Flugticket oder irgendwas zum Visum und Reisepass und so weiter. Und vielleicht auch nochmal so Handbücher oder so Hilfestellungen von eurer Organisation. Das hatten wir zum Beispiel mit einer Notfallrufnummer und wo schon mal so ein paar Fragen beantwortet sind, falls etwas schief geht, was wir machen sollen. Sowas ist es immer gut in eine Folie reinzupacken und immer bei euch im Handgepäck oder im Rucksack, wie auch immer, dabei zu haben, damit ihr da jederzeit irgendwie rankommt. Ansonsten hätte ich eigentlich nur noch so, wenn ihr irgendwie schon wisst, dass ihr da eine Sportart macht oder ein Hobby habt oder sowas, könnt ihr natürlich auch schon ein paar Sachen dafür mitnehmen. Ich habe zum Beispiel meine Cheerleading-Schuhe mitgenommen. Was mir auch gerade noch einfällt, so Make-up braucht ihr auch nicht euren kompletten Make-up, eure komplette Make-up-Kiste irgendwie mitnehmen oder so. Eure komplette Schublade einfach da reinwerfen, weil das werdet ihr dort sowieso auch neu kaufen. Ich würde sagen, macht euch so eine kleine Tasche mit den Basic-Sachen, die ihr halt braucht, aber ihr braucht da jetzt nicht alle eure 8 Paletten mitnehmen und eure 15 Lippenstifte. Genau, und was ihr natürlich auch noch machen könnt, um Platz zu sparen, so das Typische, dass ihr Shampoo und Duschgel und sowas halt in so Mini-Größen irgendwie kauft. Weil das sind meistens Sachen, die eure Gasteltern eh schon für euch dann bereit haben, wenn ihr da ankommt. Und genau, da müsst ihr da, ich meine, die wiegen ja im Endeffekt auch ganz schön viel, dann habt ihr da auch noch ein bisschen Gewicht gespart. Das sind generell so ein paar Sachen, woran ihr denken solltet, wenn ihr denn anfangt, euren Koffer zu packen. Natürlich ist das bei jedem individuell, was ihr mitnehmen wollt oder was ihr vielleicht auch mitnehmen müsst, aus gesundheitlichen Gründen oder irgendwie solche Sachen. Falls euch noch was richtig Wichtiges einfällt, dann schreibt das gerne in die Kommentare und dann pinne ich das an oder schreibt das oder ergänzt das halt nochmal in der Infobox oder solche Sachen. Vergesst auch bitte nicht, früh genug mit dem Kofferpacken anzufangen und nicht erst irgendwie 2 Tage oder einen Tag vorher, weil das stresst euch unnormal. Unnormal. Ansonsten war es das auch mit dem Video. Mehr fällt mir jetzt so nicht ein. Wahrscheinlich fällt mir noch 5 Sachen ein beim Bearbeiten des Videos. Aber ja, ich werde eure Kommentare auch durchlesen und so weiter. Und dann zwischendurch in der Infobox nochmal alles ergänzen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.